Stell dir vor, du stehst um 5:30 Uhr morgens am Frankfurter Flughafen. Du bist müde, dein Flug geht bald, du freust dich auf den Urlaub. Du gehst zum Schalter und plötzlich schaut dich der Mitarbeiter streng an und feuert einen deutschen Satz in Lichtgeschwindigkeit auf dich ab. Haben Sie Ihr Aufgabegepäck schon am Automaten deklariert oder möchten Sie das Sperrgepäck hier aufgeben? Und sind da noch Powerbanks im Koffer? Und dein Gehirn ist komplett leer. Aufgabegepäck? Sperrgepäck? Deklarieren? Du sprichst eigentlich gutes Deutsch, aber hier, in diesem Moment, fühlst du dich wie ein absoluter Anfänger. Du willst doch einfach nur ans Meer. Atme tief durch. Lass die Schultern fallen. Du bist nicht allein. Herzlich willkommen, liebe Deutschlerner, Expats und Weltreisende, zu einer ganz besonderen Folge des Deutschblitz Podcasts. Mein Name ist Lukas und heute starten wir ein brandneues Format, die Deutschblitz Survival Serie. Unser Ziel? Wir verlassen heute die Theorie und gehen in die Praxis. Wir bereiten dich auf die echten, stressigen, lauten Situationen des Alltags vor. Und wo ist der Stresspegel höher als am Flughafen? Der Flughafen ist ein eigenes Universum. Er hat eigene Regeln, eine eigene Geschwindigkeit und vor allem ein komplett eigenes Vokabular. Heute machen wir den ersten Teil unserer Flughafenreise. Wir schauen uns an, wie Deutsche sich zu Hause vorbereiten, wir meistern gemeinsam den Check-in, wir besprechen das absolute Mysterium des Gepäcks und wir klären die Frage, was du tun musst, wenn du plötzlich deinen Pass verlierst. Also, schnall dich an, bring deinen Sitz in eine aufrechte Position und klapp den Tisch vor dir hoch. Wir heben ab. Wenn du nach Deutschland ziehst oder schon eine Weile hier lebst, wirst du schnell eine fundamentale kulturelle Wahrheit erkennen. Deutsche reisen nicht einfach. Sie organisieren eine logistische Operation. Für einen Spanier oder Brasilianer beginnt der Urlaub vielleicht in dem Moment, in dem er am Strand den ersten Cocktail in der Hand hält. Für den Deutschen beginnt der Urlaub exakt 6 Monate vorher, an einem Sonntag am Küchentisch mit einer Excel-Tabelle. Der beste Freund des deutschen Reisenden ist die Checkliste. Warum? Weil wir Kontrollverlust hassen. Am Flughafen kann alles passieren. Züge haben Verspätung, Koffer gehen verloren, Gates ändern sich. Die Checkliste ist unser psychologischer Anker im Chaos. Und es gibt noch ein zweites deutsches Phänomen, die Klarsichtfolie, die Plastikmappe. Auch wenn wir im Jahr 2025 leben und alles auf dem Smartphone haben, der wahre Deutsche druckt seine Dokumente aus und heftet sie. Man weiß ja nie, ob der Akku leer geht, sagt der Deutsche dann. Hier ist unser erster Mini-Learning-Moment. Das absolute Basisvokabular, das auf jeder deutschen Checkliste steht. Wichtige Dokumente. Der Reisepass, Passport. Absolut entscheidend für internationale Reisen. Der Personalausweis, ID-Card, für Reisen innerhalb der EU. Das Flugticket, Flight-Ticket. Die Buchungsnummer, Booking Reference. Das ist dieser 6-stellige Code aus Buchstaben und Zahlen. Den brauchst du immer. Die Reiseversicherung, Travel Insurance. Deutsche lieben Versicherungen. Wir haben sogar eine Reiserücktrittsversicherung für den Fall, dass man die Reise stornieren muss. Ein Pro-Tipp für dich als Expat. Mach es wie die Deutschen. Mach dir Kopien von deinem Reisepass und deinem Visum. Schick sie dir selbst per E-Mail oder lade sie in eine Cloud. Wenn du im Ausland stehst und dein Pass ist weg, rettet dir diese digitale Kopie das Leben. Du bist am Flughafen angekommen. Du hast deine Dokumente. Jetzt kommt der erste echte Kontaktpunkt mit der deutschen Sprache, der Check-in. Früher war das einfach. Man ging an einen Schalter, gab seinen Koffer ab und bekam ein Papierticket. Heute ist der Check-in ein technologischer Hindernisparcours. Es gibt 3 Wege, wie du an dein Ticket kommst. Weg Nummer 1, der Online-Check-in, der moderne Weg. Das ist heute der Standard. Du machst das 24 Stunden vor dem Abflug auf dem Sofa. Du bekommst danach die mobile Bordkarte, Mobile Boarding Pass, auf dein Handy. Die Bordkarte ist ein heiliger Gral.
Ohne sie kommst du nicht durch die Sicherheitskontrolle. Weg Nummer 2, der Check-in-Automat, der schnelle Weg. Du kommst in die Halle und siehst hunderte kleine Computerbildschirme. Das sind die Check-in-Automaten. Hier musst du selbst arbeiten. Die Maschine sagt dir: Bitte scannen Sie Ihren Reisepass oder geben Sie Ihre Buchungsnummer ein. Dann druckt die Maschine deine Bordkarte aus. Manchmal druckt sie auch ein langes, klebriges Papierband aus. Das ist das Gepäcketikett, Baggage Tag. Das musst du selbst um den Griff deines Koffers kleben. Das erfordert fast schon ein Ingenieursstudium, damit es nicht zusammenklebt. Weg Nummer 3, der Schalter, der klassische Weg. Wenn du Probleme hast oder dein Gepäck abgeben musst, gehst du an den Schalter, Counter, Desk. Wie sprichst du die Person am Schalter an? Ganz simpel und höflich. Guten Morgen, ich würde gerne einchecken. Und jetzt wird es ernst. Jetzt kommt das Gespräch. Ein typischer Dialog am Schalter klingt genauso. Mitarbeiterin: Guten Morgen, wohin geht die Reise heute? Du: Nach Lissabon. Mitarbeiterin: Kann ich bitte Ihren Reisepass sehen? Du: Ja, natürlich. Hier bitte. Mitarbeiterin: Haben Sie Aufgabegepäck? Und da ist es, das Wort, das viele verwirrt. Lass uns das Gepäckmysterium ein für allemal klären. Hier ist unser zweiter Mini-Learning-Moment. Es gibt am Flughafen 3 Arten von Gepäck. Wenn du diese 3 Wörter kennst, hast du 90% des Flughafenstresses besiegt. Das Gepäckvokabular. Erstens, das Handgepäck, Carry-on-Luggage. Das ist dein kleiner Rucksack oder der kleine Trolley. Das Gepäck, das bei dir bleibt und mit in die Kabine kommt. Zweitens, das Aufgabegepäck, Checked Baggage. Das ist der große, schwere Koffer. Das Wort kommt von aufgeben. To hand over. Du gibst die Verantwortung für diesen Koffer an die Airline ab. Drittens, das Sperrgepäck, Bulky Luggage. Das ist alles, was nicht in einen normalen Koffer passt. Ein Surfbrett, eine Gitarre, ein Fahrrad. Dafür gibt es am Flughafen einen extra Schalter. Zurück zu unserem Dialog am Schalter. Die Mitarbeiterin fragt: Haben Sie Aufgabegepäck? Du sagst: Ja. Einen Koffer. Sie sagt: Bitte stellen Sie ihn auf das Band. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Die Waage. Die Waage am Check-in-Schalter ist der unbestechlichste Richter der Welt. Du weißt, du darfst 23 Kilo mitnehmen. Du schaust auf das digitale Display. 22,5 Kilo, 22,8 Kilo, 23,1 Kilo. Dein Herz bleibt stehen. Du schaust die Mitarbeiterin an. Sie schaut dich an. In Deutschland wird bei 23,1 Kilo oft noch ein Auge zugedrückt. Aber bei 24 Kilo sagt sie ganz trocken: Ihr Koffer ist leider zu schwer. Sie haben Übergepäck. Das kostet 50 € extra. Oder Sie packen etwas um. Das Übergepäck, Excess Baggage. Dann siehst du Leute, die mitten in der Halle ihren Koffer auf dem Boden öffnen und anfangen, 3 Pullover und 2 Winterjacken übereinander anzuziehen, nur um die 50 € zu sparen. Ein herrliches Schauspiel. Wenn das Gewicht stimmt, fragt die Mitarbeiterin noch eine extrem wichtige Sicherheitsfrage. Haben Sie Powerbanks, Laptops oder elektronische Zigaretten im Aufgabegepäck? Deine Antwort muss immer lauten: Nein. Denn Batterien und Akkus dürfen wegen Brandgefahr nur ins Handgepäck. Sie klebt das Etikett an den Koffer, der Koffer fährt auf dem Band weg und sie gibt dir deine Bordkarte. Sie sagt: Hier ist Ihre Bordkarte. Ihr Gate ist B23. Das Boarding beginnt um 10:15 Uhr. Guten Flug. Bevor wir gleich durch den Flughafen navigieren, über den Zoll sprechen und ich euch erkläre, warum Deutsche immer 45 Minuten zu früh am Gate stehen, ein kurzer Stopp in unserer Podcast-Lounge. Hat dir dieser Survival Guide bis hierhin schon geholfen? Fühlst du dich ein bisschen sicherer für deinen nächsten Flug? Dann zeig es mir. Gib diesem Video ein Like, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke.
Das ist quasi dein Priority Boarding für den YouTube-Algorithmus und hilft diesem Kanal enorm beim Maxen. Vielen Dank für deinen Support. Und jetzt schnapp dir dein Handgepäck, wir müssen weiter. Du hast deinen Koffer abgegeben. Jetzt stehst du in der großen Halle und musst dich orientieren. Flughäfen in Deutschland, zum Beispiel Frankfurt oder München, sind riesig. Aber die Beschilderung ist hervorragend. Du musst nur auf die großen gelben oder blauen Schilder an der Decke achten. Hier sind die wichtigsten Richtungsweiser. Abflug, Departures, da willst du hin. Ankunft, Arrivals, da kommen die Leute an. Sicherheitskontrolle, Security Check, dein nächster Endgegner. Darüber sprechen wir ausführlich in Teil 2 dieser Serie. Gate, das Tor zum Flugzeug. Lass uns kurz über das Gate sprechen. Auf deiner Bordkarte steht Gate B23. Und hier beobachten wir einen fantastischen kulturellen Unterschied. Stell dir vor, das Boarding, das Einsteigen ins Flugzeug, beginnt um 10:15 Uhr. Ein Italiener oder ein Franzose schaut um 10 Uhr auf die Uhr, bestellt sich noch in Ruhe einen Espresso, isst ein Croissant und schlendert dann um 10:20 Uhr gemütlich zum Gate. Was macht der Deutsche? Der Deutsche ist um 9:30 Uhr am Gate. Er setzt sich nicht hin. Er stellt sich direkt vor den Schalter. Er bildet eine Schlange, obwohl noch nicht einmal das Personal der Airline da ist. Das Flugzeug ist noch nicht mal gelandet, aber der Deutsche steht schon in der Reihe. Warum tun wir das? Es ist die sogenannte Torschlusspanik, die Angst, etwas zu verpassen. Der Deutsche denkt, was, wenn das Flugzeug früher fliegt? Was, wenn kein Platz mehr für mein Handgepäck in der Kabine ist? Wir stehen lieber 45 Minuten sinnlos in einer Schlange, als auch nur eine Sekunde das Gefühl zu haben, wir könnten zu spät sein. Pünktlichkeit ist am Flughafen unsere Religion. Und hier habe ich eine Frage an euch. In eurem Land stehen die Menschen auch 45 Minuten vor dem Boarding am Gate oder kommen sie erst in letzter Minute? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Das interessiert mich wirklich. Ein weiteres wichtiges Vokabular, das du am Flughafen brauchst, hat mit dem Staat zu tun. Wenn du international reist, also von außerhalb der EU nach Deutschland kommst, musst du durch den Zoll. Customs. Der Zoll kontrolliert, ob du illegale Dinge ins Land bringst oder ob du teure Waren gekauft hast, für die du Steuern zahlen musst. Wenn du dein Gepäck vom Band geholt hast, stehst du vor 2 Ausgängen. Der eine Ausgang ist grün. Darüber steht nichts zu verzollen. Nothing to declare. Der andere Ausgang ist rot. Darüber steht Waren anzumelden. Goods to declare. Wenn du nur normale Kleidung und ein paar Souvenirs dabei hast, gehst du durch den grünen Ausgang. Aber kennst du dieses psychologische Phänomen? Du hast absolut nichts Illegales im Koffer, du hast nicht mal eine extra Flasche Wein dabei. Aber in dem Moment, in dem du durch diesen grünen Ausgang gehst und die Zollbeamten dich anschauen, fängst du an zu schwitzen. Du läufst plötzlich ganz steif und denkst, sehe ich gerade aus wie ein Schmuggler? Das ist völlig normal. Gehe einfach ruhig weiter. Wenn sie dich anhalten, sagst du freundlich, »Guten Tag, ich habe nichts anzumelden.« Zum Schluss dieses ersten Teils müssen wir über den absoluten Notfall sprechen. Den Albtraum jeden Reisenden. Du stehst in der Halle, greifst in deine Jackentasche und dein Reisepass ist weg. Oder dein Handy mit der digitalen Bordkarte ist verschwunden. Panik steigt auf, der Puls rast. Was machst du jetzt? Wie kommunizierst du das auf Deutsch? Zuerst atmen. Dann suchst du nach dem großen I für Information. Du gehst zum Informationsschalter, Information Desk. Dort sagst du klar und deutlich, Entschuldigung, ich habe einen Notfall. Ich habe meinen Reisepass verloren. Oder ich habe mein Handy mit meiner Bordkarte verloren. Die Mitarbeiter dort sind geschult. Sie werden dich fragen, wo du zuletzt warst.
Wenn der Pass wirklich weg ist, schicken Sie dich zur Bundespolizei, Federal Police, die am Flughafen immer eine Station hat. Die Polizei kann dir in vielen Fällen einen sogenannten Reiseausweis als Passersatz, ein Notfalldokument ausstellen, damit du trotzdem fliegen kannst. Wenn du nur eine Jacke oder eine Tasche verloren hast, fragst du nach dem Fundbüro, Lost and Found. Können Sie mir sagen, wo das Fundbüro ist? Der wichtigste Rat hier: werde nicht hysterisch. Die Deutschen reagieren am besten auf Sachlichkeit. Erkläre dein Problem ruhig und man wird dir effizient helfen. So, liebe Zuhörer, das war Teil 1 unserer Survival-Serie Deutsch am Flughafen. Wir haben die deutsche Checkliste abgehakt, wir haben den Check-in-Schalter überlebt, wir haben gelernt, dass Aufgabegepäck in den Bauch des Flugzeugs gehört und wir wissen jetzt, warum Deutsche immer zu früh am Gate stehen. Du bist jetzt perfekt vorbereitet für die Halle. Aber der wahre Endgegner am Flughafen wartet noch auf dich, die Sicherheitskontrolle. Im Teil 2 dieser Serie gehen wir gemeinsam durch die Sicherheitskontrolle. Wir lernen, wie man den Befehlen des Sicherheitspersonals folgt, ohne in Panik zu geraten, wie man das Boarding meistert und was man im Flugzeug zur Stewardess sagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dir ein bisschen den Stress vor der nächsten Reise genommen. Übe diese Sätze, sprich sie laut vor dem Spiegel mit und du wirst sehen, der Flughafen ist gar nicht so gruselig. Und jetzt eine letzte Frage. Was ist für euch der stressigste Moment am Flughafen? Der Check-in, die Sicherheitskontrolle oder das Boarding? Schreibt es in die Kommentare. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den nächsten Teil nicht verpassen willst, dann schreib jetzt das Wort Flughafen in die Kommentare. Dann weiß ich, dass wir Teil 2 machen sollen, die deutsche Sicherheitskontrolle. Macht's gut, packt euer Handgepäck clever und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss und bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert für mehr.